Auch wenn sich das Jahr längst dem Ende zuneigt, in der Landwirtschaft gibt es auf den Feldern noch immer viel zu tun. Beispielsweise bei der Zuckerrübenernte. Nicht nur riesige Maschinen kommen hier zum Einsatz, sondern auch Lastwagen, mit denen die Ernte oft über weite Strecken hinweg vom Acker in die Zuckerfabriken gefahren wird. Es gibt sogar Spezialunternehmen, wie hier die ländliche Handels- und Transportgesellschaft LHT Lützen in Sachsen-Anhalt, die sich auf Aufträge dieser Art spezialisiert hat. 30 Lastwagen gehören zum Fuhrpark des genossenschaftlichen Agrarunternehmens und natürlich eine Vielzahl an Mulden für den Transport unterschiedlicher Agrarprodukte. Längst kommt es auch in der Landwirtschaft darauf an, binnen kürzester Zeit möglichst viel zu transportieren. Die von Schmitz Cargobull speziell für den Transport von Agrarprodukten entwickelte Aluminiumkastenmulde ist deshalb für viele Betriebe eine willkommene Lösung. Wir als LHT Lützen transportieren im Jahr in der Rübenkampagne für Zeitz alleine für Südzucker 250.000 Tonnen Zuckerrüben. Und wenn man das mal sieht, die Relation, das kannst du mit dem Traktor gar nicht mehr mit Anhänger bewältigen. Alleine durch die Tonnage, alleine durch die Entfernung, dann auch im Zwei-Schicht-Betrieb fahren wir teilweise die Rüben. Dann kriegst du das gar nicht mehr teilweise realisiert. Also bist du auf den LKW angewiesen als Transportmittel. Die neue Mulde für den Volumentransport in der Landwirtschaft wird von Schmitz Cargobull am Standort Gotha hergestellt. Dort werden jährlich zwischen 5.000 und 6.000 Sattelkipper, Motorwagenaufbauten und Zentralachsanhänger für den weltweiten Kundenkreis produziert. Die Herstellung erfolgt modular, vom Rohblech bis zum Fertigfahrzeug. Dabei hochpräzise, auch mittels moderner Schweißrobotertechnik, ohne dass die qualitative Handarbeit zu kurz kommt. Besonderes Merkmal der neuen Sattelkipper ist ihr höheres Volumen bei gleicher Systemlänge. Im landwirtschaftlichen Einsatz lassen sich also bis zu 50 Kubikmeter Volumen mit einem kurzen Fahrgestell transportieren. Grundsätzlich bieten die Fahrzeuge mit geköpftem Chassis bei gleichem Volumen eine um 160 mm reduzierte Einladehöhe im Vergleich zum Standard-Fahrgestell. Das erleichtert vor allem die seitliche Beladung, aber auch sonst werden die besonderen Anforderungen der Landwirtschaft berücksichtigt. Das ist die klassische Heckvariante im Agrarbereich. Ganz einfach, weil ich damit eine sehr hohe Flexibilität in der Entladung habe. Ich kann zum Beispiel die ganze Rückwandklappe aufschwingen lassen über die Pendelscharniere. Ich kann aber auch die einzelnen Türen öffnen, 2 Türflügel am Heck, oder eben auch das Fahrzeug über die beiden Getreideschieber entladen beim Abkippen und damit eine langsamere Entladung erreichen, als wenn ich das gesamte Heck öffnen würde. Zurück zur Rübenernte der Firma LHT Lützen nach Sachsen-Anhalt. Wer dank der neuen Mulde mehr Rüben in weniger Zeit transportieren kann, hat klare wirtschaftliche Vorteile. Denn weniger Streckenkilometer bedeuten am Ende weniger Maut und natürlich auch geringere Dieselkosten. Dabei ist die Rübenernte grundsätzlich eine harte Belastungsprobe für Mensch und Material und schon gar nicht in ein paar Tagen gelaufen. Die Rübenkampagne, die beginnt meistens schon Anfang, Mitte September und endet Ende Januar bis, man kann sagen, bis Februar. Und das ist schon ein Knochenjob, weil du arbeitest im Zwei-Schicht-Betrieb rund um die Uhr. Fahren wir quasi von der Rübenmiete in die Zuckerfabrik die Zuckerrüben ab. Und da hast du nicht nur befestigte Wege, du hast Feldwege, wo das Material gefordert ist, der Fahrer gefordert ist und das rund um die Uhr. Die reduzierte Gesamthöhe der Aluminiumkastenmulde führt übrigens dazu, dass sich Fahrstabilität und Straßenlage bei Kurvenfahrten verbessern. Grundsätzlich ist die neue Volumenmulde von Schmitz Cargobull aber auch in einer Stahlausführung lieferbar, was die Möglichkeiten der Nutzung natürlich auch auf andere Bereiche erweitert. Für den Laien stellt sich dann nur die Frage, Aluminium oder Stahl, welche Mulde ist für welchen Zweck am besten geeignet? Wenn ich zum Beispiel Baustellenabbrüche transportieren muss oder größere Steine oder vielleicht sogar Recyclingmaterialien, Stahlteile, dann nehme ich eine Stahlmulde, vielleicht im Fall von Recyclingprodukten dann eine Großraummulde.
Wenn ich leichte Produkte habe, die wenig Verschleiß erzeugen in der Mulde, dann kann ich auch in Richtung Aluminium gehen und kann da das gute Verhältnis von Transportvolumen zu geringem Fahrzeugeigengewicht ausnutzen. Zum Schluss noch einmal zu den unterschiedlichsten Wünschen und Anforderungen der Kunden in der Agrarwirtschaft. Während das Gesamtgewicht hierzulande gesetzlich begrenzt ist, interessieren sich Abnehmer aus Osteuropa vornehmlich für Mulden mit einer Ladekapazität bis zu 60 Kubikmeter. Die riesigen Flächen und gesetzlichen Auflagen sind ausschlaggebend. In Frankreich hingegen sind zusätzliche Sicherheitsfeatures des Herstellers ebenso gefragt wie Komfortfunktionen, die die Arbeit in der Erntezeit erleichtern.